Willkommen zum Cosmopolitics of Ahimsa YouTube-Kanal. Auch wenn wir nicht selbst zu Müttern oder Vätern werden, die Geburt geht uns alle an. Schließlich wurden wir alle geboren. Die Geburt erinnert uns Menschen an unsere Verwandtschaft mit den Tieren. Die Innenansicht des menschlichen Körpers unterscheidet sich nicht so sehr von der anderer Säugetiere. Und in seinen Entwicklungsstadien erinnert der menschliche Embryo an eine ganze Reihe von Tieren. In seiner Verwachsenheit mit der Mutter wirkt der Embryo sogar wie eine Pflanze. Dennoch, oder gerade deshalb, ist der Mensch oft peinlich berührt bei der Erinnerung an diese Verwandtschaft. Daher wird er oder sie in den meisten Kulturen ein zweites Mal geboren. Initiation, Taufe, Beschneidung, Diksha, die Initiation durch einen Guru im Tantra-Yoga, Upanayana, die Opferschnurzeremonie der Brahmanen, um nur einige zu nennen. Durch diese zweite Geburt tritt der Mensch in die symbolisch-rituelle Ordnung ein, die die Unterschiede Frau, Mann, Kind, Erwachsener, Schüler, Guru, Tier, Mensch, Natur, Kultur, damit aber auch die Hierarchien betont. So werden wir aber bis zu einem gewissen Grad vom Reich der Zwischentöne und gleitenden Übergänge, von der Unentscheidbarkeit des Werdens abgeschnitten. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, die zweite Geburt zu denken. Die Philosophin Hannah Arendt spricht in diesem Zusammenhang von Geburtlichkeit. Für sie ist jede politische Handlung, jedes Zusammentreffen, in dem über Bedürfnisse, Interessen und Wünsche verhandelt wird, ein möglicher neuer Anfang oder eben eine zweite Geburt. Um über Bedürfnisse und Interessen verhandeln zu können, müssen wir uns dieser jedoch erst bewusst werden. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht, wenn wir uns dabei nicht allein auf die materielle Sphäre beschränken. Darüber hinaus ist jeder Mensch durch die einzigartige Konstellation, in die er oder sie hineingeboren wurde, ein neuer Anfang, birgt in sich eine neue Welt. Diese Welten möchte ich in den Video-Interviews auf dem neuen Cosmopolitics of Ahimsa YouTube-Kanal erschließen. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass der neue Kanal zu einem Forum wird, in dem eine solche zweite Geburt stattfinden kann. Also dass die Interviews zur Reflexion und Diskussion eigener Erfahrungen anregen. Vielleicht möchtest du ja selbst deine Erfahrungen im Zusammenhang mit Geburt in den Kommentaren mit uns teilen. Wenn dir das Interview gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn du informiert werden möchtest, sobald ein neues Interview erscheint, abonniere den Kanal und klicke auf die Benachrichtigungsglocke. Du kannst auch die Texte auf der Website www.cosmopoliticsofahimsa.net kommentieren, in denen ich die Themen beschreibe, zu denen ich noch Interviews führen möchte. Dort gibt es auf jeder Seite am Ende des Textes eine Kommentarfunktion. Auf der Webseite gibt es auch ein Spendenformular, falls du mit deiner Spende das Projekt unterstützen möchtest. Den Link dazu findest du in der Infobox unter dem Video. Was ist deiner Meinung nach die beste mentale, emotionale und körperliche Geburtsvorbereitung? Das Erste, was mir auf jeden Fall einfällt, ist Yoga. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe bei der ersten Geburt circa 1 Jahr Yoga hinter mir gehabt und bei der zweiten 4 Jahre. Und natürlich ist, je länger man Yoga macht, desto besser spürt man sich selber, desto mehr kommt man in Beziehung zu seinem Körper. Und das ist einfach sehr hilfreich. Und das Zweite, was ich jeder Frau raten würde, die schwanger ist oder sich ein Kind wünscht, ist, dass sie sich eine Begleitung sucht, also jemanden, dem sie vertraut. Ich finde eine Hebamme oder eine Doula zum Beispiel oder eine Gruppe, wo man wirklich gut austauscht, auch wo die psychische Ebene mit berücksichtigt wird. Ja, was Geburt für mich bedeutet, welche Ängste sind damit verbunden, was habe ich erzählt bekommen über das Thema, was löst das Thema Geburt in mir aus. Und ich finde es hilfreich, jemanden zu haben, schon vor der Geburt, mit dem man sich darüber austauschen kann und mental vorbereiten kann und herausfinden kann, was man sich selbst wünscht und wie man am besten in dieses Loslassen kommen kann. Also die Wünsche dürfen da sein, aber gleichzeitig in dieses Vertrauen zu kommen, dass es so gut sein wird, wie es kommen wird, dass das passend sein wird, ohne vorher bestimmen zu wollen, wie das genau ausschauen soll. Und da kann jemand auf jeden Fall behilflich sein. Also Yoga ist auf jeden Fall super für die Geburt, weil es die Aufmerksamkeit auf den Körper richtet und so dieser achtsame Umgang mit sich selbst.
Dann den Fokus auf den Atem, auf einfache Atemübungen und wo man wirklich nur beobachtet, wie der Atem kommt und geht, um so diese Leichtigkeit zu spüren und auch um zu spüren, dass eigentlich vieles von selbst passieren kann und darf. Etwas anderes, was mir sehr geholfen hat, war Visualisieren. Also mir vorzustellen, wie würde ich mir die Geburt wünschen? Und dann wirklich so auch kleine Details mir auszumalen. Und ich hatte da auch so eine CD, wo das wirklich so angeleitet war. Und das war eigentlich ganz gut. Natürlich lässt man dann auch los von der Vorstellung, aber es ist schon mal gut zu wissen, wie man es sich wünschen würde. Und einfach so dieses Idealbild sich mal vorzustellen. Interessante Frage. In dieser Frage ist eigentlich auch schon die Antwort drinnen. Wir haben als menschliche Wesen eine Verbindung zur Natur, wir haben Emotionen, wir haben Gedanken. Wenn alle diese drei in Einklang sind, entsteht ein Zugang, also der Mensch bekommt Zugang zu seiner Natürlichkeit und die Natürlichkeit ist die beste Vorbereitung für die Geburt. Ich sehe eigentlich die Geburt als einen Weg zurück zur Natürlichkeit. Wo auch immer ich mit meinen Konstrukte oder so hingekommen bin, durch meine Entwicklungen, Vorstellungen, im ganzen Leben bis zu diesem Moment. Wenn die Geburt kommt, muss das geklärt werden. Und ich muss zurückkommen zu den Wurzeln, zur Natur, zu der Ursprung. Und so ist für mich die beste Vorbereitung, das Einlassen auf diesen Weg zurück zur Natürlichkeit. Und genauso wie es gesagt wurde, in der Frage, mental, emotional, körperlich. Die Natürlichkeit ist das, was uns als Menschen, als spirituelle Wesen gegeben wurde. Und wir haben es aber als intelligente Wesen durch irgendwelche Neigungen und Entdeckungen der modernen Gesellschaft irgendwo hingebracht. Ja. Ich meine, Ideologien im Allgemeinen sind vielleicht aufzählbar, aber jeder menschliche Wesen hat in sich ein eigenes Universum, den er trägt, an Einbildungen, die uns letztendlich von unserer wahre Essenz zurückziehen. So kann ich mich ich erlebe mich sozusagen nie wirklich natürlich, weil ich immer so in einen Einfluss stehe. Und für mich ist eben das, was eigentlich im Yoga passiert. Also der Weg des Yoga beschreibt eben so einen Weg zurück zur Natürlichkeit. Zurück zu, wer ich wirklich bin. Und alle Konstrukte, die ich mir aufgebaut habe, in dem Prozess also eigentlich schon Schwangerschaft, Geburt oder das Kind dann da ist, ja, das alles relativiert sich plötzlich. Und du stellst fest, oh, interessant, wo war ich bis jetzt? Ja, bei einem, ich glaube, Geburtsvorbereitungskurs hat die Leiterin, glaube ich, gesagt, du kannst dich schon dehnen und vorbereiten, aber das, was dann letztendlich bei der Geburt passiert an Dehnungen, die kannst du nicht vorbereiten. Die Natur dehnt das Becken auf eine gewisse Art und Weise, das passiert einfach so. Das kannst du jetzt nicht vorbereiten. Es gab in Bulgarien eine Gruppe von Yogis, die nach Himalaya gereist sind und relativ hoch gestiegen sind. Die haben dort gesagt, naja, du kannst dich schon vorbereiten. Alle deine Vorbereitungen auf die Höhe funktionieren bis zu 3000 Meter. Alles darüber hinaus
kannst du im Vorfeld nicht so leicht vorbereiten. Das musst du dort machen. Es gibt Tage, in denen du abwarten musst auf diese gewisse Höhe und so weiter. Und da sind Leute, die Pranayama machen oder Leute, die kein Pranayama machen, gleichgestellt. Ja? Also es gibt so einen gewissen Punkt, in dem alle gefordert sind. Ich als Vater zum Beispiel habe mir auch immer gedacht, wie würde ich in diese oder jene Situation reagieren? Ja? Also man muss da auf Hut sein, also vorbereitet sein. Also ich habe zum Beispiel, ich tue mir schwer, Blut zu sehen. Ja? Da habe ich mir gedacht, dann werde ich jetzt umkippen, wenn ein Tropfen Blut da ist. Ja? Was für eine Hilfe bin ich dann? Und dann einfach zu sehen, dass in diesem Moment das alles irrelevant ist. Dass du da eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise reagierst, weil du in diese Situation bist. Du kannst nicht im Vorfeld sagen, wie würdest du da und da reagieren, ja? Und so war für mich die beste Vorbereitung, einfach zu beobachten, wie meine Frau einfach dieser Prozess zurück zur Natur, so beschreibe ich es einfach, ja, durchlaufen hat. Also ich habe 3 Kinder und ich habe mich bei allen 3 Kindern sowohl emotional als auch körperlich auf die Geburt vorbereitet. Natürlich körperlich bietet sich da Yoga sehr gut an, weil man den Körper fit hält, geschmeidig hält. Gleichzeitig kommt dann natürlich auch der Entspannungsfaktor dazu, weil Yoga ist ja nicht nur eine körperliche Praxis, sondern eben eine Praxis, in der wir besonders auch gut unsere Entspannung, Ruhe üben können. Mentale Vorbereitung habe ich gemacht mit Hypnobirthing, kann ich jeder schwangeren Frau nur empfehlen. In erster Linie ist das eine Geburtsvorbereitung, also für wirklich den Akt der Geburt, dass man da möglichst entspannt sein kann und gut loslassen kann. Das Hypnobirthing hilft einem aber auch schon während der Schwangerschaft in einen wirklich ruhigen und angenehmen Zustand zu kommen. Also ich kann mich besonders gut an meine 3. Schwangerschaft erinnern. Ich hatte da schon 2 Jungs und es war mir sehr wichtig, dass ich trotzdem mich gut auf die Geburt vorbereiten kann, auch wenn schon 2 Kinder da sind und ich war ja auch voll berufstätig. Ich habe ein Yoga-Studio geleitet in der Zeit. Aber ich habe meine Hypnobirthing-Übungen gemacht. Das ist in Wahrheit sehr ähnlich wie eine Meditation oder eben eine angeleitete Meditation oder eventuell auch wie Yoga Nidra vergleichbar. Du lernst mit speziellen Techniken gewisse Teile in deinem Körper wirklich auszuschalten und die Empfindungen in diesen Körperteilen auszuschalten. Ja, also das ist wirklich eine super Sache gegen Schmerzen. Man kann das natürlich auch später noch anwenden, zum Beispiel beim Zahnarzt. Ja, funktioniert das auch sehr gut. Und ich habe mich wirklich immer hingelegt, habe meine CD eingelegt. Ich habe da eine CD gehabt mit einer speziellen Musik und einer Anleitung oder habe mir auf YouTube die Anleitung angehört. Meine Jungs haben gewusst in der Zeit, die Mama ist unansprechbar, die liegt da. Ich habe dazwischen hin und wieder sind sie so ganz leise zu meinem Ohr hingekommen und gesagt, haben sie dann irgendwas hineingeflüstert in mein Ohr und ich habe dann nur oder weiß Gott was gemacht. Das war aber okay, weil es kann ja auch Ablenkungen geben während deiner Meditation oder während deiner Hypnose. Du musst nur schauen, dass du sie möglichst entspannt einbaust. Also es sollte nicht so sein, dass du dann denkst, ja, oh Gott, was ist was passiert? Jetzt muss ich mich ärgern und jetzt hat mich wer gestört, sondern einfach es nehmen, wie es kommt und weitermachen. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Und ich muss sagen, ja, so habe ich mich auf meine Geburten vorbereitet. Und das war eigentlich, das jedes Mal sehr gut funktioniert. Ich hatte 3 sehr schöne Geburten. Die Geburt des ersten Kindes geht mit einer großen Umstellung im Leben der Mutter bzw. der Eltern einher, die auch mit einer Einschränkung der individuellen Freiheit verbunden ist. Wie bist du damit umgegangen? Für mich war das nicht so präsent. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, aus welchem Umfeld du kommst. Ich komme aus einer kinderfreundlichen Familie, wo Kinder etwas Bereicherndes, etwas Schönes sind. Und ich war
das war für mich damals, vor allem bei der ersten Geburt, da habe ich mir die Fragen gar nicht so genau gestellt. In dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich mich mehr darauf gefreut, als dass ich mich mit den Ängsten beschäftigt hätte. Also ich wusste schon aus meinem Umfeld, dass das handelbar ist. Und ich war eingestellt auf diese Veränderung. Also ich erinnere mich nicht, dass da groß diese Ängste da waren. Es war mehr die Neugier auf das Neue. Du hast ja davor Vollzeit gearbeitet. Hast du das danach dann zurückgeschraubt? Nein, ich bin relativ schnell dann wieder reduziert zurückgekommen, das schon. Also es war mir mein Beruf auch sehr wichtig. Ich habe Unterstützung gehabt, auch von meiner Familie, und ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht, ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich erinnere mich nicht, dass das so der Fokus war, dass ich da große Ängste hatte, dass ich eine Krise gehabt hätte und mir gedacht hätte, oh Gott, ich schaffe das nicht. Aber sonst, ich habe mich dann auch relativ schnell um Kinderbetreuung damals, ich hatte jemanden, der mich unterstützt hat. Da waren wir ganz auf einer Linie, also das hat wunderbar funktioniert. Das war eine Leihoma damals. Ich habe mir damals Termine ausgemacht mit 1, 2 Damen und das war sofort klar, weil meine Tochter das wurde über mich hinweg entschieden. Meine Tochter ist einfach mit ihr gegangen, die haben zu spielen begonnen und ich habe gewusst, das passt. Ja. Und auch so war da sehr schnell ein Vertrauensverhältnis da und das war eine große Erleichterung, bin ich im Nachhinein noch unglaublich dankbar, auch da jemanden noch zu haben. Meine Eltern waren nicht in Wien und deswegen sind oft gekommen und haben mich unterstützt, aber es war trotzdem notwendig, noch jemanden zu haben, der in Wien ist, ja, und der mich da unterstützt. Hat dich dabei auch dein Mann unterstützt? Ja. Also das hat sehr gut funktioniert. Ja. Also für mich persönlich sehe ich so, dass alles eigentlich im Leben entweder Einschränkung sein kann oder ein Tor zur Freiheit. Je nachdem, wie man es nimmt oder wie man es auch sehen möchte. Ich persönlich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, dass ich Mutter sein möchte. Also zu dem Zeitpunkt war es einfach, es hat voll gepasst. Und ich wollte auch, dass die Geburt und die Mutterschaft für mich eine schöne Erfahrung ist. Also es gab natürlich Erzählungen von einer traumatischen Geburt oder wo einfach alles schief geht. Aber ich dachte mir, ich für mich möchte, auch wenn das passiert, den Weg zur Freiheit zurückfinden. Also ich glaube, alles, unabhängig von den Umständen, kann wirklich ein Geschenk sein, wo man immer die Freiheit auch finden kann. Und ja, diese Einstellung finde ich sehr hilfreich. Ja, und Mutter zu sein kann natürlich anstrengend sein. Also es ist eines der schwierigsten Dinge im Leben, aber gleichzeitig ist es auch sehr erfüllend. Und manchmal empfindet man das als Widerspruch, aber ich sehe das eigentlich gar nicht so, gerade weil es so anstrengend ist und man sich so bemüht, ist es ja auch eine so große Erfüllung. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Diese Frage setzt voraus, dass ich frei bin. Aus yogischer Sicht gibt es sowas wie Freiheit eigentlich, wir wünschen uns das, ja. Wir gehen diesen Weg Richtung Freiheit, aber frei sein, ich bin freier geworden nach der Geburt. Die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, dadurch, dass die Kinder geboren wurden, haben mich freier gemacht, als ich davor war. In diesem Sinne würde ich jetzt nicht sagen, dass ich eine Einschränkung meiner Freiheit eingebüßt habe. Natürlich, in meine Vorstellungen habe ich einiges eingebüßt. Dafür bin ich dankbar. Also ein Teil des Lernens als Mensch.
Ich habe mich gefreut, dass jetzt ein Kind kommen wird und es ist ein neues Universum dazugekommen, eine neue Dimension. Eine neue Dimension bietet so viel mehr Möglichkeiten für Freiheit, als wenn man eine Dimension weniger hat. Die Fläche wird das Volumen nie verstehen. Kann sie nicht. Andere Dimension. Jetzt habe ich kürzlich einen Freund von mir, der noch kein Kind hatte. Seine Tochter wurde jetzt vor 6 Wochen geboren. Und er macht Yoga schon längere Zeit. Und dann haben wir immer wieder geredet, habe ich mir gedacht, es gibt so eine Dimension, die du dann noch nicht siehst. Und es ist total spannend, jetzt mit ihm zu sprechen, wo er diese Dimension auch erlebt hat. Ja. Freiheit. Alle möchten frei sein, wir pochen auf unsere Freiheit und sind so abhängig. Frei. Wer ist schon frei? Ja. Yoga bietet einen Weg. Wir gehen diesen Weg. Jeder erreicht eine Stufe von Freiheit. Und so. Aber ja, der Weg geht weiter. Und jede Situation in dem Leben bietet dir eine Möglichkeit, frei zu werden. Und die Geburt ist dabei eine sehr, sehr große Befreiung. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bei meinem ersten Kind, wo natürlich die Umstellung am allergrößten ist und oder die Einschränkungen wahrscheinlich am stärksten zu spüren sind, hat man auch am wenigsten Ahnung. Ich habe mich natürlich versucht zu informieren und habe mit Mamis, die ich schon kannte, mich unterhalten und gesprochen. Habe auch Gespräche mit meiner eigenen Mutter und meiner Schwiegermutter viele geführt. Ich muss sagen, das ist eigentlich sehr schön. Das ist auch ein interessanter Shift in der Beziehung zur eigenen Mutter, wenn man selber Mutter wird. Für mich war groß und schwierig die Umstellung der Angst. Ja, also ich war eigentlich vorher ein Mensch, der sehr unbedacht war und sehr immer, hol oder roh, wurscht, alles geht, nichts ist gefährlich, mir passiert schon nichts. Und als ich dann schwanger war mit dem Vincent, das war mein erstes Kind, habe ich plötzlich bemerkt, dass sich so diffuse Ängste in mir breit machen. Ja? Also es war einfach so, dass man dann beginnt zu denken, was ist, wenn etwas nicht in Ordnung ist mit der Schwangerschaft? Was ist, wenn etwas nicht in Ordnung ist bei der Geburt? Was ist, wenn das Kind etwas hat? Was ist, wenn meine Beziehung krachen geht? Also plötzlich kamen so viele Dinge, über die ich mir nie vorher Gedanken gemacht habe, zu denen ich irgendwie plötzlich nachdenken musste. Und Angst, ja. Also Angst war ein großes Thema in der Schwangerschaft. Ich habe dann einmal, es ist ein Telefonat gewesen mit meiner Schwiegermutter, da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Ich habe sie damals noch nicht so gut gekannt, weil mein Mann und ich sind relativ schnell schwanger geworden und haben recht schnell Kinder gekriegt, noch bevor wir uns wirklich gut kannten eigentlich. Aber das hat alles gut funktioniert. Meine Schwiegermutter ruft mich irgendwann an und ich sage so, ja. Und sie sagt, na, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung? Und ich so, ja, alles in Ordnung, körperlich, alles gut. Aber irgendwie mache ich mir so Sorgen und ich weiß nicht und ich habe so Sorgen. Sagt meine Schwiegermutter eiskalt, willkommen im Leben als Mutter. Und ich habe gedacht, super, ja. Sie hat gesagt, ja, also das wird jetzt immer so bleiben und das ist nun mal so, wenn man Kinder hat, weil da macht man sich dauernd Sorgen. Naja, ja, also so war das und dann habe ich mir gedacht, gut, das heißt, ich muss Möglichkeiten finden, wie ich eben mit diesen Ängsten und mit diesen Sorgen umgehen kann. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel einmal mit einer anderen Mami geredet habe und die hat damals 3 Kinder schon gehabt und die hat mir erzählt, dass sie zu einer Psychologin geht und sich Beratung holt, weil sie eben solche Ängste hat, ja? Und weil sie eben sich Sorgen macht um die Kinder und sie haltet diesen Druck nicht mehr aus. Am Anfang, als ich noch kein, beziehungsweise gerade mal ein Kind hatte, habe ich das noch nicht so ganz verstanden. Habe mir gedacht, okay, ja, die kann halt damit nicht umgehen.
Heute bin ich sehr oft selber an dem Punkt, wo ich mir denke, wow, ich muss meine Unruhe und meine diffusen Ängste und Sorgen eben irgendwie in Schach halten, weil natürlich, wenn man darauf meditiert, wenn man die ganze Zeit nur in dieser Spirale drinnen ist und man sich denkt, was alles sein könnte und das könnte sein und das könnte passieren und wenn die dann 20 sind und bla bla bla, na dann wird mir erst so richtig narrisch, ja, also umso mehr wird es wichtig, eben im Moment zu sein und zu schauen, okay, was ist jetzt das Wichtige, was sind jetzt die Probleme, dass irgendwann einmal noch Sachen kommen werden, Themen kommen werden, das ist schon wahr, aber umso wichtiger ist eben, sich bewusst zu machen, ich habe die Zukunft ja nicht unter Kontrolle, die kann ich niemals unter Kontrolle kriegen, also lieber das, was jetzt in meinem Einflussbereich ist, so gut wie möglich irgendwie schauen, dass man da ruhig bleibt und das so gut wie möglich meistert. Welche Einstellung hilft dabei, mit der Angst umzugehen, die mit den Unsicherheiten einer natürlichen Geburt und dem Einschnitt im Leben der Mutter verbunden sind? Das war nicht so präsent bei mir. Das hört sich jetzt, ich frage mich gerade selber, woher diese innere Sicherheit gekommen ist, aber ich habe so ein inneres Gefühl der Sicherheit gehabt und ich erinnere mich auch bei den Tests zum Beispiel, die meine Frauenärztin hat, da kam irgendein neuer Test heraus und ich habe den nicht gemacht, weil ich nicht gewusst habe im Endeffekt, was mir die Statistik genau sagt und weil mir eine Freundin davor auch erzählt hat von einer Freundin von ihr, wo Ärzte ihr sogar geraten haben, das Kind abzutreiben. Und sie innerlich gespürt hat, dass das für sie nicht richtig ist und die hat das Kind gesund auf die Welt gebracht. Und das war für mich so, ich weiß nicht, ich habe auch gespürt, dass ich meiner Ärztin voll vertrauen kann. Die hatte schon viele, viele Jahre Berufserfahrung und auch ohne nähere Tests. Ja, und das hat sie mir auch gesagt. Sie hat gesagt, sie hat die Erfahrung, es ist alles in Ordnung laut ihrem Wissensstand und laut dem, was sie jetzt sieht am Ultraschall und so weiter. Und ich habe gespürt, ich brauche keine zusätzliche Sicherheit oder Verunsicherung. Man weiß es ja nicht, was es dann im Endeffekt ist, wenn man so einen Test macht. Ja. Ich weiß nicht genau, woher diese innere Sicherheit gekommen ist. Ich glaube, dass Yoga mich sehr dabei unterstützt hat. Yoga ist ein Prozess, der dir hilft, dein Inneres zu spüren und zu stärken. Ich glaube im Endeffekt, wenn ich zurückdenke, dass mich Yoga viel mehr unterstützt hat, als es mir damals bewusst war. Aber das sehe ich erst jetzt, wo ich viele, viele Jahre Yoga mache. Ich bin zum Yoga gekommen, ich wollte einfach Entspannung und Fitness kombinieren. Ich habe mich gut gefühlt nach einer Yogastunde. Ich wusste nicht, dass Yoga solche Auswirkungen im Endeffekt auf mein Leben haben wird, dass es mich so innerlich zu einer inneren Sicherheit, zu dieses Spüren der eigenen Intuition und des Lernens auch darauf zu hören, dass es mich dahin führen wird. Das ist für mich eigentlich die größte Überraschung im Rückblick, wenn ich an mein zufälliges Hineinschneien in den ersten Yoga-Unterricht denke und das, was dann daraus geworden ist. Ja. Und heute freue ich mich, dass ich das auch weitergeben kann, weil Yoga ein Fixbestandteil auch meines Lebens geworden ist. Wenn man sich bewusst für ein Kind entschieden hat und schwanger geworden ist, weil man das auch wollte, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung dafür, sich sicher zu fühlen oder einfach gut damit zu fühlen. Ist ja nicht immer der Fall, dass man wirklich bewusst die Entscheidung getroffen hat. Manchmal passiert es einfach und man ist schwanger und dann braucht es diese Zeit, dass man sich erst daran gewöhnt mit dieser Situation. Und dann glaube ich, dass für jeden Sicherheit was ganz anderes bedeutet. Also viele Frauen fühlen sich im Krankenhaus sicher und gut aufgehoben und geht ihnen auch gut damit, dass Entscheidungen ihnen abgenommen werden. Für mich ist es so, in der Gegenwart von einem Arzt fühle ich mich meistens unbeholfen, unsicher, habe das Gefühl, meine Meinung zählt nicht viel,
Und meine Entscheidungen werden auch nicht ernst genommen. Und so war die Vorstellung, im Krankenhaus zu sein, eher mit sehr viel Angst verbunden, für mich persönlich. Und wenn ich mir vorgestellt habe, zu Hause zu entbinden, da habe ich mich wohlgefühlt, da war viel Liebe, Geborgenheit, Wärme. Und da konnte ich mich richtig sicher fühlen. In meinem Kopf, also wenn ich es mir so vorgestellt habe. Und ich habe gewusst, dass ich mich da frei bewegen kann. Wenn ich singen möchte, kann ich singen. Wenn ich sitzen will, kann ich mich hinsetzen. Es gibt niemand, der mich da in meiner Freiheit irgendwie einschränkt und sagt, das darfst du jetzt nicht machen. Und unter diesen Voraussetzungen habe ich die Geburt dann auch gar nicht als radikalen Einschnitt empfunden, sondern eher so eine natürliche Entwicklung, in die ich hineinwachsen kann und darf. Und so spüre ich einfach, dass man keine pauschale Lösung für jeden Menschen haben kann. Das gibt's nicht. Manchmal geht man auch mit Sicherheit ins Krankenhaus und es wird dann trotzdem eine unsichere Erfahrung oder verunsichert einen die Erfahrung, die man dann macht. Manchmal möchte man es zu Hause bekommen, klappt dann auch nicht und verunsichert einen. Also es gibt keine perfekte Lösung. Aber auf jeden Fall auf das zu vertrauen, was gerade da ist und was man gerade braucht, auf sich selbst zu hören, sich selbst kennenzulernen, zu spüren, was würde mir am meisten helfen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, das Wichtigste. Ja, diese Frage muss ich ein bisschen umdrehen, weil ich eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch bin. Ich bin auch irgendwie so aus der Gesellschaft, in der ich dann aufgewachsen bin, weiß ich einfach, dass ich bin einfach ängstlich. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie wird es jetzt sein? Es ist wichtig, dass man bei der Geburt zur Seite steht. Ja, also meine Frau wird vielleicht nicht, sie wird jetzt nicht fähig sein vielleicht, könnte doch die Situation sein, dass sie eigentlich nicht ansprechbar ist und kann bestimmte Fragen und Entscheidungen nicht treffen. Und dann bin ich da und müsste diese Entscheidungen treffen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie könnte ich jetzt, wenn ich da stehe bei der Geburt, ein Arzt mir gegenüber mit seiner schwerwiegende fachliche Kompetenz und Meinung, wie könnte ich jetzt bei mir bleiben und bei meinem Gefühl bleiben und mich da nicht beeinflussen? Also ich habe mir da immer vorgestellt, da muss ich mich aber irgendwie gut vorbereiten, damit ich da wirklich optimal für meine Frau und für mein Kind dastehe. Also es könnte sein, dass da eine Entscheidung ist, die das Leben von dem Kind von dem Augenblick beeinflusst, ja. Und so war ich total, voller Angst erfüllt, wo ich mir dachte, jetzt, wenn es soweit ist, gehen wir im Krankenhaus und müssen das Ganze durchschaffen, ja. Und als meine Frau gesagt hat, was meinst du, wenn wir die Geburt zu Hause machen mit einer Hebamme? Da war zum ersten Mal, das war einer der wenigen Augenblicke in meinem Leben, ich als grübelnder Mensch, der so für jede Entscheidung, soll ich so entscheiden oder so viel Zeit braucht, wo ich gesagt habe, genau so machen wir es. Ohne zu zögern, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt ausreden lassen habe. Ja. Also das ist sozusagen für mich stellt sich die Frage, wie kann jetzt jemand so viel Mut haben, um in ein Krankenhaus zu gehen, wo einfach so viele Sachen geregelt sind, auch
jetzt zurück, also wenn ich zurückdenke an die erste Geburt, so viele Sachen wären anders verlaufen, als wir uns eigentlich gewünscht hätten. Sie war ein bisschen gelblicher, doch 3 Wochen früher als der Termin, den ich von Anfang an gedacht habe, der ist einfach zu weit nach vorne gelegt. Ja. Also das waren so, meine Ängste waren in die andere Richtung. Genau, also ich habe da ja schon ein bisschen angesetzt bei der Beantwortung der vorigen Frage, wo es dann eben um das Thema Angst und Sorge geht. Das ist halt auch wirklich, glaube ich, eine der größten Veränderungen, weil du eben nicht mehr nur für dich selber zuständig bist. Ja? Also es ist einerseits eben das, ja, man hat Angst um die Kinder, aber man hat auch mehr Angst um sich selbst. Weil wer kümmert sich denn dann um die Kinder, wenn man weg ist? Ja? Also das ist wirklich etwas Neues. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich heute irgendwo hinfahre, alleine, ohne meine Kinder, dann läuft es am Tag davor immer ordentlich im Kopf ab. Ja? Zum Beispiel morgen fahre ich auf ein Yoga-Retreat mit ein paar Yogis von mir und heute habe ich schon ein bisschen im Kopf dieses, eigentlich will ich doch nicht fahren, weil was ist, wenn ich einen Autounfall habe oder. Also es kommen dann einfach alle möglichen Filme in den Kopf. Und ja, diese Ängste sind definitiv stärker geworden. Wie gehe ich damit um? Also eben, wie ich schon vorher ganz ein bisschen angedeutet habe, es geht wirklich darum, sich bewusst zu machen, ich kann die Zukunft nicht beeinflussen. Ja, was passieren wird, ist jetzt nicht so sicher. Ja, selbst wenn ich mir denke, ja, morgen ist das Wetter schier angesagt, also es wird sicher schier. Am Ende ist dann doch schön. Ja, und alle Sorgen, die ich mir gemacht habe wegen des schieren Wetters, sind unnötig, weil es ist ja eh schön geworden. Ja, also das ist so etwas in die Zukunft blicken, immer angstvoll und mit Sorge, das muss man sich schenken, ja, weil das macht einen nur krank. Und wir wissen ja alle, wo wir jetzt Corona irgendwie mittendrin sind und erlebt haben, die Zukunft ist ungewiss. Ja? Also niemand hätte gedacht, damals im März 2020, dass wir 3 Wochen später in einem Volllockdown sitzen. Ja, also deswegen, es geht in beide Richtungen. Es geht ins Erleichterte und Positive, als auch ins Negative kann die Zukunft immer irgendwie anders sein, als wir sie uns erwarten. Das heißt, wichtig ist eine optimistische Vorausschau in eben alles, was noch kommen mag und gleichzeitig eben appreciate what you have. Ja? Also freu dich an dem, was du heute hast, was du heute machen kannst, was du heute erleben kannst. Erfreu dich an diesem einen Tag, an diesem einen Moment und dann wirst du auch nicht so viele Ängste haben. Und wie gesagt, für die Geburten selber, die für viele angstvolle Erlebnisse sein könnten oder die haben halt Angst davor, weil sie sich denken, da kommen große Schmerzen. Also ehrlich gesagt, um die Schmerzen habe ich mir keine Sorgen gemacht, weil ich bin jetzt kein besonders wehleidiger Mensch. Ich halte Schmerzen ganz gut aus. Es war eher eben auch da die Sorge, dass nichts passiert mit dem Kind oder mit mir, also bei der Geburt in erster Linie mit dem Kind. Und da eben hat mir dieses Hypnobirthing und auch das Yoga sehr geholfen, einfach im Moment zu sein, ruhig zu sein. Und auch im Rahmen der Geburt selber war ich einfach ganz in diesem Augenblick und habe einfach versucht, mit den Wehen, also wie man sagt im Hypnobirthing, die Wellen, weil das ist ja keine Wehe, die weh tut, sondern eine Welle, mit den Wellen umzugehen und mich eigentlich auf die Geburt wirklich zu freuen. Ich muss sagen, je näher es dann gekommen ist, desto mehr habe ich mich auf die Geburt gefreut, dass dann eben auch dann dieses große Ereignis stattfinden wird. Und das ist ja auch eine Leistung, die man vollbringt. Also das ist ja auch etwas, worauf man irgendwo ein bisschen stolz sein kann und sich freuen kann, dass man das gut geschafft hat. Jetzt zu dir. Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Oder steht sie vielleicht gerade bevor? Welche Ängste hast du? Welche Wünsche? Welche Befürchtungen? Was machst du, um aus der sorgenvollen Gedankenmühle auszubrechen und wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen? Haben dir dabei bestimmte Techniken, Vorstellungen oder Haltungen besonders geholfen? Wie bereitest du dich mental und emotional auf das Mutter- bzw. Vaterwerden vor? Bitte hinterlasse einen Kommentar und erzähle uns über deine Erfahrungen. Wenn du informiert werden möchtest, sobald ein neues Video erscheint, abonniere den Kanal und klicke auf die Benachrichtigungsglocke. Wenn dir das Interview gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Auf der Webseite www.cosmopoliticsofahimsa.net kannst du das Projekt mit deiner Spende unterstützen.
Den Link dazu findest du in der Infobox unter dem Video. Die nächste Folge von Der erste Atemzug, Geburt und Geburtlichkeit aus yogischer Sicht erscheint kommenden Dienstag. Danke für dein Interesse, bis bald.